Wir haben Klopapier vergessen, das ist einfach Fakt. Blöd, ne? Komm mit und begleite mich und 2 Freunde auf einer Wanderung entlang der portugiesischen Westküste. Das Meer immer zum Greifen nahe, geht es in 7 Tagen stetig nach Süden, bis nach Sagres, vorbei an traumhaften Stränden, durch wundervolle Natur und wie üblich mit dem Zelt im Gepäck. Gibt mal wieder eine Wanderung mit den 2 Kollegen in Portugal. Portugal. Der Fisherman's Trail wird diesmal besiegt. Genau. Und zwar sind wir heute gestartet in, wie hieß der Ort? Vila Nova De Melfonte, de Fonte, ja. Genau, also nicht ganz die erste Etappe offiziell, die startet in Porto Covo, aber da kommen wir ein bisschen schlecht hin mit den Öffis. Und deswegen starten wir einfach einen Tag später sozusagen und gehen dafür ein bisschen weiter. Und wir finden es jetzt schon einfach wunderschön. Die Aussicht ist einfach mega. Geht ja die ganze Zeit so am Wasser lang. Und man kann barfuß laufen. Genau. Ich bin noch nicht barfuß. Anni hat gerade eben die Schuhe schon wieder angezogen. Ja, weil ich platt getreten bin. Aber mega cool. Kann ich da auch mal reinschneiden? Mhm. Das passiert, wenn man abkürzen will. Steht irgendwo im Wald, ohne Weg, ohne die anderen beiden. Die kämpfen sich da gerade da hinten durchs Gestrüpp. Na, wo kommen sie denn? Wo kommen sie denn? Sieht man sie schon?
Man hört es nur im Gebüsch rascheln. Da hinten, da hinten, da kommen sie. Wir haben den Weg gefunden. Ja, servus. Zweiter Tag. Wir haben einen sehr schönen Platz zum Zelten gefunden. Hatten auch schon ein leckeres Frühstück. Es gab Pilze von gestern. Oh, mit Ei. Mit Ei, Rührei. Und ja, heute geht es einfach weiter Richtung Süden. Ja, und es gefällt uns sehr gut. Wetter ist herrlich und ein bisschen böig, aber hätten wir nicht anders erwartet. Also gefällt uns sehr gut. Also die Anni, die hat den Strand so gern. Die hat den einfach ein bisschen mitgenommen. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel, ne? Ich weiß schon, dass du hier gerade Umnaturierung betreibst. Ja, das ist okay. Das macht der Wind auch. Für die zweite Nacht haben wir uns ein Bett in einem wunderschönen Hostel gegönnt. Insbesondere da Annika und Konstantin am nächsten Vormittag eine stabile Internetverbindung für einen Uni-Vortrag brauchten. Dort konnten wir auch die Küche nutzen und gemütlich Abendessen. Soll ich das mal rübergeben? Ah, das ist ja geil. Du musst erst nochmal ein Wort sagen zu den Nudeln. Nüdelis. So, Tag 3. Gestern haben wir uns in ein Hostel einquartiert, weil die beiden Kollegen da mal ein bisschen sicheres Internet brauchten und es auch mal wieder ganz nett war, sich eine Runde zu duschen. Und sind jetzt hier gerade unterwegs zu so einem sehr hübschen Strand. Da sieht man auch schon wieder das Meer. Tada! Ja, und dann haben wir gleich unsere Präsi Genau. und dann geht's weiter. Danach können wir durchstarten. Ein Licht am Ende des Tunnels. Reinkommen. Jo, komm mal rein. Recht viele Mücken hier. Boah. Ist richtig krass. Aber ich weiß nicht, wie viel man auf der Kamera erkennt. Ich glaube gar nichts. Ja, servus. Wir sind jetzt gerade nach unserer Präsentation, erfolgreichen Präsentation, die wir halten durften, haben wir uns endlich einen Verstehstenadler geholt.
sind jetzt auf dem Weg Richtung irgendwo vor Odekeje. Ja, und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Haben unser Häuschen ja dabei. Ja, so genau. sieht's aus. Einfach wunderschön hier. Professionell abgespannt, das Zelt hier. Mit Wanderstöcken und festgebunden ans Nachbarzelt. Und Zweigen. Stimmt, irgendwo stecken auch Zweige. Da hinten steckt ein Zweig. Dum, tada! Let's go! Und so neigte sich auch schon der 4. Tag dem Ende entgegen. Dies war auch der letzte Tag zu dritt, da Konsti und Anni am nächsten Morgen wieder Richtung Lissabon aufbrechen mussten, um weiter für die anstehende Prüfung zu lernen. Zum Abschluss der gemeinsamen Etappen hüpften wir nochmal ins Meer, danach gab es noch leckeren Fisch zum Abendessen. Anschließend suchten wir uns noch einen Zeltplatz nahe Algesur, bevor wir uns in unsere Schlafsäcke verkrümelten. Eine Schnecke? Ja. Eine Mupfelschnecke. Eine Mupfelschnecke. Das war jetzt echt sehr knapp. Was hätten wohl die Menschen vor 3000 Jahren über so einen Streifen gesagt? So, ab heute bin ich wieder allein unterwegs. Und langsam fallen. Irgendwann legt es mich, glaube ich, bei laufender Kamera nochmal so richtig auf die Fresse. Das wird lustig. Ich laufe jetzt weiter Richtung Süden. Gerade durch Algesur durchgekommen, mega schöner Ort. Und jetzt geht es weiter Richtung Sagres letzten Endes und ab da dann weiter noch nach Lagos. Also wahrscheinlich noch so 4-5 Tage, je nachdem wie schnell ich laufe. Genau, und als allererstes habe ich eben mein Stativ geschrottet. Ich meine, das kann man kleben, aber ich habe halt keinen Kleber dabei. Da ist halt hier das eine Beinchen abgebrochen. Und theoretisch könnte ich ein Bein einfach eine Kugel kürzer machen, aber ich habe halt auch keine Zange dabei, sodass ich die Kugel, die noch drin steckt, wie man sieht, nicht rauskriege. Naja, das heißt, es wird jetzt ein wenig
spartanischer mit der Kameraausstattung und auch den Videoaufnahmen. Mal schauen, was da noch so geht. Auf jeden Fall mega schön. Heute geht es ein bisschen mehr durchs Inland. Bin sehr gespannt, wie alles wird. Bäume, die haben Sonnenbrand. Die schälen sich. Witzig. Jetzt sind wir wieder mal an der Stelle, wo ich ein wenig abkürzen werde. Und zwar macht die eigentliche Rota Vincenta da einen ziemlichen Bogen. Bis zum nächsten Ort, und ich werde jetzt einen kürzeren Weg hier durchs Tal nehmen. Ich habe vorhin schon mal einen ähnlichen Schlenker abgekürzt. Da waren es, ich glaube, mindestens 10 bis 15 Kilometer. Der letzte Weg war dann ein bisschen langatmig, sage ich mal. Es ging dann immer nur auf dem Plateau, es war nicht so abwechslungsreich. Mal sehen, wie es jetzt hier wird, aber hier ist jetzt auch nicht ganz so weit, insofern. Es sind, glaube ich, nur noch 5 Kilometer oder so bis zum nächsten Dorf. Ja. Es ist brutal warm und man zerfließt komplett. Es geht auch fast kein Wind. Und wenn, dann immer so leichter Rückenwind, der dann genauso Schrittgeschwindigkeit hat. Es ist gar nicht so unanstrengend, wenn es so heiß ist. So, der Tag nähert sich dem Ende. Heute lief es jetzt echt gut mit den ganzen Abkürzungen. Habe ich de facto 45 Kilometer Strecke gemacht. Also ich bin die 45 Kilometer gelaufen, aber 45 Kilometer Strecke der Rota Vincenta. Ich bin ungefähr 30 Kilometer gelaufen. Das heißt, dass ich es morgen vielleicht schon zu dem Kap schaffe. Das sind nur noch so 20 Kilometer Luftlinie. Mal gucken. Ansonsten dann übermorgen früh. Und vielleicht kann man da auf den Hügeln da oder da oben drauf campen. Und morgen sieht man auch, geht es dann bis da ganz hinten, ganz schemenhaft im Nebel. Sieht man es. Wenn das hier nicht mal ein schöner Campingplatz ist. Tamtada! Mit wunderbarer Aussicht. Jetzt muss ich nur noch beten, dass die Heringe reingehen. Tja, mal gucken. So, Dille, Zelt zusammengepackt. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ist jetzt irgendwie so 8:20 Uhr. Aber naja, habe ja keinen Stress. Es ist ein bisschen bewölkter als die letzten Tage, was auch mal mega angenehm ist. Die Sonne brutzelt mal nicht. Vielleicht noch nicht. Mal sehen. Ich glaube, ich habe auch schon einen leichten Sonnenbrand. Und ja, jetzt geht's halt weiter, ne?
gut. Da links, in dem Bereich, hat es gebrannt. Und dann da rechts, da, nicht. Links schwarz, rechts grün. So, ich habe ein schönes Plätzchen gefunden, kurz vor dem Kap. Mit phänomenaler Aussicht. Genau, heute waren es jetzt so ungefähr 25 Kilometer. Gegen Ende hat mein rechter Fuß ein bisschen wehgetan. Ich vermute mal, das sind noch die Nachwehen von dem steilen Stück, was ich gestern Abend barfuß hochgelaufen war. Das war mir nicht so mega. Es war mega anstrengend und nach der langen Strecke mir nochmal so ein bisschen zu viel, hatte ich das Gefühl. Ich hoffe mal, dass es morgen ein bisschen besser. Ansonsten überlege ich, ob ich nicht doch irgendwie die Tour ein wenig abkürze und zum Beispiel nur bis nach Sacres laufe, was jetzt morgen nur noch 15 Kilometer sind oder so, also ist nicht mehr so weit. Genau. Ansonsten werde ich jetzt so langsam mal das Zelt aufbauen und was kochen und den Sonnenuntergang genießen. Ich habe gerade entdeckt, dass mein Zelt auch ein Instrument ist. Näher und näher. Bald habe ich es geschafft. So, Dille. Da hinten, da so irgendwo, ist Sacres. Das wird das Ende der Tour sein. Ursprünglich hatte ich noch geplant, bis nach Lagos zu laufen. Das sind noch 2 weitere Tage, aber irgendwie tut mein rechter Fuß ein bisschen weh und da muss ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen noch weiterlaufen. Das heißt, bis nach Sacres geht. Das heißt insgesamt 7 Tage. War eine super schöne Tour. Ist auch immer noch schön, wie man hier sieht. Also ich finde auch da ist der Torbogen einfach mega. Mega coole Gegend. Auch eigentlich gar nicht so schlecht geeignet, um wild zu campen. Genau, das war es eigentlich. Ich habe mir nur einen leichten Sonnenbrand geholt. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.